Ja, guten Morgen, guten Morgen. Es ist wahrlich früher Morgen. Wir haben noch nicht mal 7 Uhr. Die Sonne geht gerade auf oder ist gerade aufgegangen. Nieseln tut es auch ein bisschen. Ist vielleicht auch mal ganz angenehm, weil es wird noch heiß genug werden heute wieder. Gestern waren es ja angeblich laut Wahoo in der Spitze 42 Grad. Also kann ich gar nicht glauben, aber ich habe es mehrmals gecheckt. Auch auf Strava stand es so. Ja, heute ist ein bisschen eine längere Tour, 150 Kilometer, 140. Es geht raus aus Bangkok, 70 Kilometer. Und zwar geht es zum Meklong Railway Market. Das ist also ein ganz bekannter Markt, der auf Bahngleisen stattfindet. Und ja, wenn da dazu kommt, dann wird da alles irgendwie weggeräumt. Die Schirme werden eingeklappt und keine Ahnung, also es muss ein ziemliches Spektakel sein, das werde ich mir heute mal anschauen. Aber jetzt geht es jetzt mal raus aus Bangkok, mal gucken, wie so der Weg dahin ist. Viel Spaß! Ich muss hier einfach mal über die Stadtautobahn fahren. Ich will einfach mal das Feeling haben. Nee, Spaß beiseite, es ist der einzige Weg rauswärts. Ist zwar ein bisschen wild hier, aber es geht schon, ist ja Platz genug. Also mancher Umweg entpuppt sich dann als cooler Umweg. Ich habe irgendwie die Ausfahrt vom Highway verpasst und musste dann irgendwie umschwenken. Und ja, der Wahoo hat jetzt umgeplant, der neue Bolt, der kann ja umplanen, was ja der alte nicht konnte. Und er hat mich jetzt hier durch die geile Gasse hier geschickt. Musste ja aber auch erst mal finden, weil da ging es irgendwie auf dieses Gelände von dieser Golden Empire Firma oder Areal. Und dann war links eine Mauer und ich sollte eigentlich links durch die Mauer. Und dann am Ende der Mauer ging aber so ein kleiner Weg rein, denke ich mir, na, vielleicht da. Und siehe da, das war der richtige Weg. So, weiter geht's. So, also hier bin ich jetzt definitiv draußen aus Bangkok. Es ist jetzt hier irgendeine Ausfallstraße, die geht schon seit, keine Ahnung, 10, 15 Kilometer immer geradeaus, fast keine Stopps. Bin da bestimmt eine Viertelstunde gefahren, ohne dass ich mal anhalten musste. Aber wenn du mal anhalten musst, weil die Ampel auf Rot ist, da muss man auch Obacht geben, weil wenn es dann grün wird und du fährst geradeaus zu, denkst du, alles ist frei, dann kommt dann trotzdem einer von links. Also es ist nicht einfach gegeben, wenn man grün hat, dass man freie Fahrt hat, weil ich denke mal, dass die hier an der Kreuzung auch bei Rot einfach links abbiegen können, so wie in den USA. Da darf man ja auch rechts abbiegen an der roten Ampel. Die haben ja so eine Art wie bei uns der grüne Pfeil, bloß hier ist es halt dann links rum. So ist es mir eben gerade passiert an der Kreuzung. Ich beschleunige gerade vor mir ein Auto, der links abbiegen will, hat mir die Sicht versperrt. Pushe ich an dem vorbei und dann kam natürlich einer von links raus. Da wäre ich beinahe bei dem hinten auf der Ladefläche gewesen. Also da muss man immer Obacht geben. Vor allem, die quetschen sich auch raus. Also ist nicht so, dass die hier schön brav warten, sondern die fahren schon mal halb rein. So ungefähr, jetzt bin ich ja schon halb drin, jetzt kann ich gleich ganz reinfahren.
Also da muss man echt seine ganzen Sinne beisammen haben. Ja, oder eben auch gerade passiert, auch ein beliebtes Spielchen, die überholen dich, scheren vor dir ein, bremsen und biegen links ab. Also wegen 10 Meter wirst du hier ausgebremst. Schwimmen. So, ich bin hier angekommen in dem Ort, wo der Railway Market ist. Den muss ich jetzt bloß noch finden, aber der ist nicht weit weg, Kilometer oder so. War jetzt ein bisschen Umweg, normal wären es 70 Kilometer gewesen, es waren jetzt knappe 80, keine Ahnung. Irgendwie wollte er mich mal vom Highway auf irgendeine andere Highway-Strecke schicken, aber da war überhaupt gar keine Zufahrt. Aber auf der Karte bin ich dann irgendwie immer weiter links gefahren statt rechts. Kein Plan, aber ich habe es geschafft, ich bin da. So, das ist hier die Strecke. Da geht's rein. Und da kommt der Zug anscheinend. Ja, ich schaue mich mal jetzt mal ein bisschen um hier und werden wir hier die Gegend erkundschaften. Mal gucken, ob ich da mit dem Rad irgendwie reinkomme. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Aber wir haben ja so manche Situationen schon gemeistert. Ja, einmal mittendurch hier, sehr beengend. Ich hoffe, der hört bald auf. Ich glaube, so lang ist es gar nicht. Aber die Leute sind sehr verständnisvoll. Aber zweites Mal gehe ich nicht durch hier.
So, das war's. Das war das Ende vom Markt. Einmal durch fast schlimmer wie durch Bangkok. Und hier ist wohl der Bahnhof, der Endbahnhof. Und da vorne dann der Fluss, da schauen wir jetzt auch noch hin. Und dann gucken wir mal, wann da ein Zug kommt. Aber da muss ich mir echt eine gute Stelle suchen, dass ich da nicht irgendwie zusammengefahren werde vom Zug mit meinem schönen Bike.ระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากขบวนรถด้วยค่ะอีกสักครู่จะมีขบวนรถเข้าสู่สถานีโปรดใช้ความระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากขบวนรถด้วยค่ะเข้าสู่สถานีโปรดระมัดระวังอันตรายขณะนี้กำลังจะมีขบวนรถเข้าสู่สถานีค่ะ Please be careful about the danger of the train. Please be careful about the danger of the train. Thank you.ที่นี่สถานีแม่กลองที่นี่สถานีแม่กลองก่อนท่านผู้โดยสารจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำ Ja, das war doch mal ein Spektakel. Der kam richtig nah. Ich habe schon Angst um meine Kamera gehabt. Es waren nur Zentimeter an meiner GoPro vorbei. 8-mal am Tag passiert das Spektakel. Jetzt war es um 11:10 Uhr. Aber der nächste geht dann erst wieder um 3:30 Uhr Nachmittag. Hat mir die Frau hier in der Smoothie Bar gesagt. Ist ein bisschen lange. Wobei ich mich wundere, dass der dann da hinten 4 Stunden steht, weil da ist ja der Endbahnhof. Aber so ist es. Habe ich jetzt gut erwischt. Das war's von mir hier. Ich schaue jetzt vielleicht noch mal zum Bahnhof hin, wo der Zug jetzt steht. Und dann geht's auf die Rückreise wieder. Ja, das Ganze hier mit dem Markt und der Eisenbahn, das kam wohl so zustande, dass der Markt hier zuerst war, schon seit
Jahrzehnten. Und irgendwann hat dann die Bahngesellschaft geplant, hier eine Bahnlinie lang zu bauen, aber die Marktbetreiber wollten natürlich nicht weichen und die Bahnlinie hat auch nicht abgewichen von ihrem Plan, hier eine Bahnlinie zu bauen. Und somit hat man sich arrangiert, dass beide quasi das Areal nutzen und der Markt weiterhin bestehen bleibt, aber trotzdem die Eisenbahn durchfährt und die Leute halt dann ihre Schirme einklappen, und deswegen heißt es auch im Umgangssprachlichen der Schirmeinklappmarkt, wenn man das so frei übersetzen kann. So, und jetzt geht's ab durch die Pfütze. Was hier passiert ist, anscheinend ein Leck oder so, weil vor einer halben Stunde war das noch nicht, da war die Straße furztrocken. Fischwasser kann es auch nicht sein, obwohl es ein bisschen danach riecht, aber hier riecht alles nach Fisch. So, ja, dann schaue ich jetzt mal, dass ich hier wieder rauskomme, und dann geht es wieder zurück auf die Highways und dann beginnt die Hölle von neuem. So, bevor es dann wieder auf die Highways geht, verabschiede ich mich schon mal hier von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es geil, war eine coole Erfahrung. Der Weg war es auf jeden Fall wert, auch wenn er absolut kacke war zum Herfahren. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt das Video, ganz wichtig. Schreibt einen Kommentar, habt ihr auch schon mal sowas erlebt oder wart ihr schon mal hier? Und dann, ansonsten sehen wir sich beim nächsten Video, welches ich morgen mache, aber noch nicht verrate wohin. Okay, bis dann, ciao, ciao.